Mein Name ist Alexander Pechmann und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Globalen Klimaforum und als Doktorand an der Humboldt-Universität betreibe ich sozialwissenschaftliche Küstenforschung. In CONMA bearbeite ich das Thema Munition im Meer aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Ich gehe zum Beispiel der Frage nach, warum die Beseitigung der Munition in Versenkungsgebieten gerade jetzt auf der politischen Agenda steht, immerhin fast 80 Jahre, nachdem der Großteil dieser Munition verklappt wurde. Mithilfe einer Governance-Analyse versuche ich herauszufinden, wer sich für die Beseitigung eingesetzt hat und wie es gelungen ist, das Thema politisch erfolgreich zu platzieren. Durch eine Medienanalyse untersuche ich, wie sich die Darstellung von Munition im Meer in den Medien und dadurch auch das Verständnis von dieser Munition in der Gesellschaft verändert hat. Darüber hinaus erstellen meine CONMA-Mitstreiter und ich zusammen mit Stakeholdern und Experten eine Analyse zur Frage, wo mit der Beseitigung von Munition in Versenkungsgebieten begonnen werden sollte. Ein erfolgreicher Umgang mit der Munition im Meer verlangt nicht nur ein Verständnis der naturwissenschaftlichen, sondern auch der sozialen Prozesse. Die systematische Beseitigung der Munition in deutschen Versenkungsgebieten ist gerade erst im Begriff zu beginnen und wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Eine Handlungsempfehlung auszusprechen, wo mit der Beseitigung begonnen werden sollte, ist hierbei, denke ich, ein wichtiger Schritt. Informationen darüber, wie man wissenschaftliche Erkenntnisse erfolgreich in politische Maßnahmen umsetzen kann die noch anstehenden Schritte vorantreiben und ist außerdem interessant für das Munitionsthema außerhalb Deutschlands und auch für andere Umweltthemen. Munition im Meer ist eine internationale Problematik. Der Kontext, durch welchen die Munition in das Meer gelang, und der Kontext, in dem es nun die jeweiligen Ökosysteme, die damit verbundenen Menschen und den Umgang mit der Munition heute beeinflusst, sind hierbei natürlich unterschiedlich. Beispielsweise ist es, anders als in Deutschland, in den meisten Ländern die Marine, die für die versenkte Munition verantwortlich ist. Gleichzeitig sind die Situationen miteinander verbunden. Schon allein dadurch, dass die Meere miteinander verbunden sind. Auch internationale Verträge und geopolitische Interessen vernetzen die Situation. Besonders in Gebieten wie der Ostsee ist klar, dass das Thema zusammengelöst werden muss. Die auf Deutschland fokussierte Forschung in CONMA ist also ein Teil einer noch größeren Anstrengung, die darauf abzielt, das gemeinsame Erbe bewaffneter Konflikte zu bewältigen. Ich würde mir wünschen, dass es durch CONMA gelingt, ein vollständigeres Bild über den Zustand und den Einfluss von Munition im Meer zu bekommen und dass diese Informationen in konkrete Handlungen übersetzt werden können. Auf der einen Seite sollte so schnell wie möglich damit begonnen werden, Versenkungsgebiete zu räumen, um so Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig sollte eine möglichst offene, transparente und faktenbasierte politische Debatte forciert werden, um zu beantworten, welchen Stellenwert die Problematik der Munition im Meer im Vergleich zu anderen wichtigen Themen hat und damit, wie viel wir als Gesellschaft bereit sind zu investieren, um das Thema anzugehen.